Ja, danke schön. Mein Herz geht auf. Ja, schön. Meins auch. Hallo, liebe Annalena. Hallo Tim. Ah, Mann, jetzt ist es ganz schwierig zu sprechen. Genau das ist es. Es geht um diesen Raum. Diesen Raum und es ist diese Tür, die sich öffnet durch Musik. Ja. Vielleicht fangen wir kurz an, dass du dich kurz vorstellst. Also, wer bist du? Wie bist du zum Klavierspielen gekommen? Und wie lange spielst du schon Klavier? Ja, mein Name ist Tim und ich bin mittlerweile Piano-Healer geworden. Angefangen habe ich mit 7 beim Klavierspielen. Ich habe mir nichts Sehnlicheres gewünscht, als Klavier spielen zu können. Und ich hatte eine sehr roughe Kindheit und dadurch war das für mich eigentlich eins meiner größten Möglichkeiten, Dinge zu verarbeiten, indem ich Klavier spiele. Und dadurch war mein Klavier immer mein Seelentherapeut. Ich habe also mich nicht verbal mitteilen können, sondern eigentlich bin ich immer zum Klavier gerannt und habe meinem Klavier alles erzählt. Und Das hört sich so cool an. ja, es war also wirklich eine sehr innigliche Beziehung und mein Klavier, also im Laufe der Zeit hatte ich 2 Klaviere, ist jetzt mein zweites Baby. Ja, war das für mich immer eine sehr, sehr enge Verbindung. Also das Klavier bleibt irgendwie im Leben. Ich hatte viele Verluste in meiner Kindheit. Mein Vater ist gestorben, als ich 7 war und ich bin viel umgezogen. Und das Klavier war immer so ein Fels in der Brandung, so für mich, so meine Zuflucht. Ja, und ich war tatsächlich auch talentiert, das haben auch andere gefunden. Und ich habe dadurch ein Stipendium vom Land Berlin gehabt fürs Mhm. Klavierspielen, wo das meiner Mutter dann auch ermöglicht war, dass ich sehr lange Klavierunterricht haben durfte. Und da ich aber sehr empathisch bin, schon als Kind, habe ich dann irgendwann auch beschlossen, dass ich aufhöre, Noten von anderen zu spielen, weil es immer mehr dahin ging, dass ich aus mir heraus spiele. Ja. Ich kann das gar nicht unterdrücken. Also mir fällt es total schwer, Noten zu lesen, obwohl ich eine klassische Ausbildung habe. Aber ich merke, das ist eine Schwingung von jemand anderem. Mhm. Und die kann ja auch sehr schön sein, gar keine Frage. Respektiere ich ja auch total. Aber ich merke, in mir ist eine ganz andere Schwingung und ich will was ganz anderes ausdrücken. Und es kann sich in jedem Moment verändern bei mir. Ja. Und dadurch spiele ich im Prinzip immer Emotionen, die gerade im Moment im Raum sind. Also Ja. ich halte nichts fest, ich kann auch nichts reproduzieren. Ja, so ist. Wie würdest du die Richtung irgendwie beschreiben, in welche Richtung du spielst? Also es ist auf jeden Fall improvisiert und es ist, finde ich, schon der nächste Schritt. Also Improvisation ist so das Anfangstürchen, durch das man hindurchgeht, in den unknown Room or Space zu gehen, wo man nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Ja. Und indem man dann wirklich sich fallen lässt und fühlt und sich traut, in dem Moment zu spielen, was man fühlt, kommt dann eine Interaktion mit dem Feld zustande, sei es mit den Zuhörern oder mit einer göttlichen Energie, mit der ich mich verbinde. Und dann kommt praktisch die nächste Tür, die dann sich für mich aufgemacht hat, ist dann wirklich diese Interaktion mit dem Feld. Und das würde ich dann schon nicht mehr Improvisation nennen, sondern das ist wirklich interaktives Klavierspielen mit dem Feld. Ja, man kann das dann ja sogar so beschreiben, dass es eine Kommunikation mit dem Energiefeld ist, mit der Schwingung, die gerade im Hier und Jetzt ist. Das heißt, es ist eine sehr bewusste Art und Weise zu spielen, die so
ja nicht irgendwo anders zu finden ist, weil alles andere ist immer aus einer anderen Energie entstanden und du spielst aus dem Hier und Jetzt und es gibt nichts anderes außer das Hier und Jetzt. Das heißt, du kannst den Leuten auch ins Hier und Jetzt rein katapultieren durch deine Art und Weise zu spielen. Ja. Und da passiert manchmal Magie, also auch, dass Leute sich sehr berührt fühlen. Personen, denen es schwer fiel, Emotionen zu zeigen, haben spontan angefangen zu weinen. Ja. Und manchmal kommt dann auch so ein Moment, wo dann so eine ganz knisternde Energie praktisch im Raum dann wahrnehmbar ist. Das ist also so eine ganz fokussierte, konzentriertes Zuhören, so dass man wirklich im Moment ist und was ist jetzt, was will jetzt entstehen, ne? Und das ist es dann, diese Brillanz finde ich dann auch so antörnend für mich. Das ist es, weshalb es mir halt auch Spaß macht und auch Freude macht, weil es so eine Intensität des Augenblicks ist. Das ist wirklich ein ganz wacher Moment. Das ist so ein On-Sein, so ein Surfen in dem Moment. Ja. Okay. Ja. Du hattest mir auch schon erzählt, dass du lange Zeit auch als Coach gearbeitet hast und da aber auch das Klavier genutzt hast. Willst du das kurz erklären? Ja, ich hatte oder habe die Fähigkeit, empathisch mich einzutunen, auch in Personen. Und ich glaube, die Möglichkeit hat jeder. Es ist nur eine Frage der Übung. Und ich habe angefangen, Seelenmusik für meinen Kater zu spielen oder abzurufen. Und dass ich mich auf meinen Kater eintune, der auf der Couch pennt und dann einfach versuche, durch die Töne ihn irgendwie zu berühren. Das ist wie so eine Radiofrequenz, die man dann so einstellt, ob ich da irgendwie ihn so kitzeln kann. Und dann waren das irgendwie so ganz so drei zarte Töne irgendwie. Und dann wurde er irgendwie wach, fühlte sich gekitzelt und ist dann zu mir gekommen und mir auf den Schoß gesprungen beim Klavierspielen. Und genau der gleiche Mechanismus ist es auch beim Coaching. Als ich das noch aktiv praktiziert habe, waren halt bei mir auch Businessleute, die verhärtet waren im Herzen, sag ich jetzt mal. Und da haben wir das dann auch gemacht, dass ich für ihn Klavier gespielt habe. Und da habe ich auch versucht, natürlich, ihn zu berühren. Und es ist auch immer eine Frage des Zulassens von den Zuhörern, ob die sich darauf einlassen können, ob es gerade passt. Und da haben die Rahmenbedingungen halt bestimmt und er musste wirklich er war sehr stark berührt und es war dann wie so eine Schleuse, es lief dann wirklich und er hat dann auch sehr weinend seine Freundin angerufen, um wirklich seine Herzöffnung ihr auch mitzuteilen. Und es war für alle ein wunderschöner Augenblick und ein schöner Moment des herzoffenen Berührtseins, ja. Mhm. Wo hast du das gelernt, beziehungsweise vielleicht auch wann hast du das gelernt, die Emotionen zu spielen? Hast du das irgendwie von jemandem beigebracht bekommen oder war das einfach durch deine Kindheit, dass du dort auch schon deine Emotionen gespielt hast und du das dann halt irgendwie durch die Energie dann auch von anderen spielen konntest? Also ich war spirituell sehr unterwegs und hatte unterschiedliche Lehrer und Meister. Und ein Freund von mir aus früherer Zeit, das ist jetzt schon eine Weile her, ist Thomas Hübel. Mhm. Und Thomas Hübel ist ein Bewusstseinslehrer, mit dem ich eine Zeit lang sehr eng zu tun hatte. Und der hat mich praktisch in diese Felder und in dieses Wahrnehmen von Feldern immer mehr gecoacht. Und wir sind häufig, ich habe ihn häufig gefahren, wir sind häufig beim Fahren so durch die Stadt gefahren und haben dann so Schwingungen der Stadt interpretiert, wahrgenommen, gefühlt. Und da hat er mir dieses Feintuning praktisch ja verbessert und durch ihn habe ich das auch mehr wahrnehmen können. Also da muss ich ehrlich sagen, das habe ich ihm zu verdanken. Ja. Mhm. War voll schön. Ist ja jetzt auch jemand, dessen Namen man eigentlich schon kennt. Aber wie du gerade schon gesagt hast, du warst bei verschiedenen spirituellen Lehrern auch und hast da auch eine Energieübertragung bekommen. Ist Mhm. das richtig?
Ja, ich hatte zum Schluss die Ehre, wie manchmal so Dinge im Leben passieren, wo man gar nicht so einen Einfluss hat. Aber ich hatte einen chinesischen taoistischen Meister, der in Kanada lebt, assistieren dürfen. Also ich war 7 Jahre bei ihm Schüler, habe auch eine sehr intensive Ausbildung bei ihm praktiziert und habe ihm dann in dieser Zeit auch häufig assistiert, wenn ich immer dort war. War immer so, dieser 7 Jahre war ich dann mehrmals bei ihm und bin auch mit ihm in die Welt gereist. Das war schon ein sehr enger Kontakt und also ich bin da ganz ehrfurchtig, merke ich gerade auch. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erfahren durfte. Er hat mir dann auch einen Heilsegen gegeben und Energieübertragung in meine Hände gegeben, weil er wusste und ich habe auch vor seinem Auditorium Klavier gespielt, also vor seinen Leuten. Teilweise waren das 200, 300 Leute, habe ich dort Klavier gespielt. Und er hat mir dann dort auch Energieübertragungen gegeben, dass dieses Spektrum von dem normalen Spielen breiter wird, weil es ist wie bei der Sprache ist es sehr limitiert, das Spektrum, aber bei Musik, bei Tönen ist das Spektrum, das Frequenzband ja schon viel breiter, was dort übertragen wird. Und er hat das nochmal verstärkt, nochmal aufgefächert, dass ein größeres Spektrum an Heilfrequenzen durch diese Energieübertragung in meinen Händen, die ich dann aktiviere, beim Klavierspielen zu den Zuhörern fließt. Und ja, das ist tatsächlich wahrnehmbar. Also wir hatten dann auch das ausprobiert mit und ohne Energieübertragung und das war für alle wahrnehmbar, dass dort tatsächlich das viel feiner ist. Also ja, und das bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich das erfahren durfte, ja. Ja. Du hast auch gesagt, dass da ein kleiner Special auch dabei sein wird, und zwar das Heilungssegen. Willst du da kurz nochmal drauf eingehen? Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich mich darauf immer mehr spezialisiere, oder fließt einfach durch mich. Es ist ein Prozess, den ich gar nicht mehr unterdrücken kann, dass ich mich mit dieser universellen Einheitsenergie verbinde, die du Göttliches nennen kannst oder wie auch immer du es bezeichnest. Auf jeden Fall ist es für mich eine starke Form von Licht, die Heilungsfrequenzen transportiert. Und also es ist für mich eine große Ehre, Freude und ein Dienst, mich zur Verfügung zu stellen beim Klavierspielen, dass ich mich verbinde mit dem höheren Licht, was dann durch mich durchfließt, durch meine Hände, durch die Töne und dann zu den Zuhörern. Und die Zuhörer können selbst diese Energie nutzen, um sich selbst einen Heilsegen zu geben dadurch für ihr Anliegen auf Seele, Geist und Körperebene. Es kann auch ein physisches Thema sein am Körper. Oder aber es ist ihnen natürlich auch freigestellt, einfach nur der Musik zu lauschen und das zu genießen. Also beides ist möglich. Voll schön. Ja, dann sind wir super gespannt auf dich. Dann sind wir super gespannt auf dich, dich da zu sehen und zu heilen. Genau. Ja, ich freue mich auch sehr und es ist wirklich ja ein Herzensanliegen von mir, das in die Welt zu bringen. Und bei jedem Konzert ist es für mich auch was Neues, Neuland und auch mit diesen Energien zu jonglieren, diese zu erfahren und zu fühlen, ist für mich auch immer komplett neu. Ja, und was sehr schön ist. Bin ich sehr dankbar drüber. Danke, Annalena. Danke, Tim. Sei noch eine wunderschöne Zeit. Ja auch. Bis dahin. Ciao.